Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing von mir. Ich heiße Rena und ich zeige euch heute ein Unboxing von Diapop. Und zwar ist das eine deutsche Firma in Süddeutschland und sie hat super viele lizenzierte Bilder im Shop. Ihr könnt mit meinem Code RENA10 auch 10% sparen. Und wenn ihr auf den Link klickt, ich verlinke euch die Bilder, ich verlinke euch auch die Künstlerbilder in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf die Links klickt, dann erhalte ich und dann einen Kauf abschließt, dann erhalte ich auch eine kleine Provision und bin dann in der Lage, euch weitere Diamond Paintings auch von Diapop zu zeigen, zum Beispiel. Also das, was ich daran verdiene, fließt zurück in diesen Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr meine Links benutzt. Davon haben wir dann beide was. Das ist noch ein Bild vom Black Friday. Das ist im Moment super stark reduziert. Einige von euch werden das auch gesehen haben. Die liebe Diapop ist auf Instagram auch sehr aktiv. Dort zeigt sie immer die Bestellungen und verpackt diese. Also hier an diesem, ich hatte 2 Bilder bestellt, das andere zeige ich euch in einem anderen Video, wenn es soweit ist, wenn ich es auch painten möchte. Und zwar waren die super verpackt. Wie gesagt, die Verpackungen sind alle noch super in Ordnung. Ja, hier seht ihr schon, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich dieses Coffee-Bild bestellt. Das ist 30 x 30. Und ich finde gut, dass das mit einem Umkarton kommt. Kann ich sehr gut lagern. Ich sehe immer anhand des Bildes, was drin ist. Genau. Ich selber habe es noch gar nicht ausgepackt. Wie gesagt, auch für mich quasi ein Unboxing. Hier steht nur drauf, wie man das anzuwenden hat. Okay, ich habe hier ein Washi-Tape. Jetzt hat sie ihr gebrandetes Washi-Tape mit Diapop drauf. Ich hatte hier noch eins von, ja, ne, von ihren anderen Washi-Tapes bekommen. Wir haben eine Legende dabei. Wir haben 35 Farben. Das hier ist jetzt eine Papierlegende. Und hier kommt das Bild. Hier ist noch ein Goodie drin. Leckere Gummitierchen. Hier haben wir ein kleines Toolkit. Es ist alles dabei. Wir haben ein kleines Schiffchen. Wir haben eine Plastikpinzette. Wir haben einen weißen Glitzerstift. Ich mag die gerne und Wachs und einen Mehrfachaufsetzer. Also mit dem könnt ihr dann sofort losstarten. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Also bei den größeren Bildern und bei den lizenzierten auf jeden Fall gibt es eine Sticker-Legende dabei. Hier haben wir es ja jetzt eigentlich relativ übersichtlich, 35 Farben. Also entweder ihr macht euch selber eure eigenen Sticker, indem ihr das mit großem Tesaband quasi eure eigenen Sticker macht, oder ihr habt so ein von Xion so einen Sticker Maker. Könnt ihr das auch wunderbar durchziehen. Ich werde es wahrscheinlich durch den Sticker Maker ziehen, weil ich den ja auch habe. Und ich werde das Bild so nebenbei painten. Insofern werde ich es auch abkitten, glaube ich. Ich lasse das nicht in den Zippertüten. Ich finde toll, dass die Zippertüten schon dabei sind. Und wir sehen auch, da sind auch AB-Steine dabei. Wir haben hier runde Steine. 30 x 30 und die bepaintbare Fläche ist hierbei auch 30 x 30. Das finde ich sehr schön. Ich bin gespannt, wie es dann nachher gepaintet aussieht. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. DMC-Nummern stehen mit bei. Und wir haben eine AB-Farbe und zwar die 5200. Habe ich lange nicht gehabt, die 5200 als AB. Ich habe sonst öfter mal die 3865 gehabt. Insofern umso schöner. Das hier sind Acrylsteine, wenn ich richtig informiert bin. Also zumindest sehen die so aus. Ich hole jetzt mal eben die AB-Farbe raus. Ansonsten anhand der Farben könnt ihr ja schon sehen, wo wir uns bewegen. Klar, das Bild sagt es eigentlich auch schon aus, ne?
Genau, wir haben hier so Blautöne hier in diesem Bereich. Blau- und Lila-Töne, Brauntöne. Dann haben wir, das ist nicht 310, das sieht im Moment bei mir hier auch schwarz aus, aber das ist dann wahrscheinlich die 3, ja genau, die 939 ist das. Und das hier ist die AB-Farbe. Steine sehen erstmal super aus. Ja. Sind auch beschriftet, steht auch bei wie viel Gramm, 9,37 Gramm. Super. Ich freue mich. Was sagt ihr zu dem Bild? Mögt ihr auch diese Kaffeebilder? Ich habe ja noch ein Kaffeebild von einer anderen Firma. Mal gucken, wann ich das mache. Das ist dann ein bisschen größer. Mal gucken. Aber erstmal geht das hier mit in den Start, an den Start. Jetzt können wir uns hier nochmal den Druck angucken. Ich muss gestehen, bei diesem Licht hier, bei meinem Oberlicht, kann ich das ohne Lightpad so nicht painten. Mir ist das dann zu dunkel, aber mit Lightpad wird das sicherlich kein Problem sein. Genau. Ich bin gespannt, ob man hier bei dem Weiß, ob man die Kreise durchsieht. Das wäre ein bisschen schade. Müssen wir einfach mal gucken. Wie gesagt, die Bilder gibt es im Moment, hier diese kleinen Bilder gibt es im Moment rabattiert, also günstiger. Und ich finde, für den Preis auf jeden Fall shoppen gehen. Ich habe damals noch mehr bezahlt. Ich glaube, heute gibt es die für 9,95 €, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten, ich blende es euch nochmal ein, wie viel die jetzt kosten im Shop. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr einen direkten Link dahin. Nutzt den gerne. Dann bekomme ich eine Kleinigkeit. Und ihr bekommt eure 10%, wenn ihr im Warenkorb noch den Code RENA10 eingebt. In diesem Sinne, wenn ihr Fortschritte sehen wollt, folgt mir auf Instagram. Wenn ihr Fortschritte hier auf YouTube sehen wollt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich das hier auch auf YouTube posten. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Happy Diamond Painting und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr kein weiteres Unboxing von mir. Wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.